Bevor ich irgendwas mache, lasse ich erstmal das Öl ab, weil das dauert am längsten. Okay, ich habe gerade beschlossen, ich mache doch keinen Ölwechsel. Ich habe nämlich irgendwie nur noch einen halben Liter, wo ich erstmal neues Öl kaufe. Okay, dann lasse ich das mit dem Ölwechsel. Gut, was wollte ich eigentlich machen? Der blöde Rasenmäher hat mich aus dem Konzept gebracht. Ah, genau, ich wollte Standgas einstellen. Zündkerze mal nachgucken und wollte ich noch was machen? Ach ja, die Bremse hinten einstellen. Was mache ich denn als erstes? Als erstes tue ich mal Standgas einstellen. Ich hole mal eben den Schlüssel. So, um das Standgas einzustellen, müsst ihr diese Schraube hier, da kommt man richtig gut dran, jedenfalls beim Standardmodell, wie es bei dem Klassikmodell ist, weiß ich nicht. Da kommt man richtig gut dran. Die muss man, glaube ich, reindrehen. Da raus. Ja, wird sich gleich zeigen. Wird sich gleich zeigen, in welche Richtung ich drehen muss. Ihr hört das ja am Motor, was der Motor macht. Ja, ihr seht, gerade so das Bit passt hier rein. Gut, ich lasse mal die Maschine an. Hört sich besser an, das sollte reichen. Das ist noch nicht so warm hinten. Wenn Sie nachstellen, muss ich diese Schraube hier reindrehen, dass dieser Bremsschwengel hier weiter in die Richtung geht, Richtung Bremsen. Beim Einstellen dann immer kontrollieren, ob sich das Rad noch drehen lässt. Wenn die Bremse dauerhaft schleift, dann läuft eure Bremse heiß, die Backen verglasen, die Beläge verglasen und ihr habt dann, wenn ihr die Bremse braucht, gar keine Bremswirkung mehr. Also ein bisschen geht noch. Mit Sitzen kontrollieren. Ja, jetzt deutlich mit Zug hinter. So ist schon quasi Vollbremsung. Die Vollbremsung, die war ungefähr so vorher. Das ist schon deutlich besser. Gut. Das wäre das und jetzt noch Zündkerze durchgucken. Die modernen. Aua! Juhu, die Wunde ist wieder auf. Die modernen Fahrzeuge mit Einspritzmotor, die haben nur noch eine Zündkerze. Die alten hatten eine Doppelzündung, also 2 Zündkerzen, an jeder Seite eine.
heiß, Hopsasa. So sieht die Zündkerze momentan aus. Der Stumpf von dem Isolator hier ist leicht bräunlich, also verbrennt schon mal gut. Elektrodenabstand ist so ungefähr ein Fingernagel, das ist auch in Ordnung. Und hier halt ein bisschen Ruß, aber hier der Ruß, der stört nicht, weil hier hat die Zündkerze im Prinzip nichts zu tun. Solange der Ruß nicht so hoch wird, dass es hier einen Kurzschluss gibt, ist das völlig ausreichend. Wenn das hier innen drin verrußt wäre, dann könnte sein, dass die Kerze zu kalt ist. Das heißt, die Zündkerze bekommt nicht ihre Arbeitstemperatur und wenn die unterhalb der Arbeitstemperatur ist, dann verbrennt die sich nicht selbstständig frei. Wenn ihr eine Zündkerze nehmt, die zu heiß ist, dann kann es sein, dass die dauerhaft überhalb der Arbeitstemperatur ist und eure Zündkerze brennt weg. Also zu kalt oder zu heiß ist beides irgendwie mies. Also entweder brennt euch die Zündkerze weg oder ihr habt ständig Fehlzündung, weil die Zündkerze zuschmockt. Beides nicht so sonderprächtig gut. Aber hier passt es. Zündkerze, der Typ. Das ist eine Bosch R6. Jedenfalls fahre ich eine Bosch R6. Zündkerze wieder einsetzen, nur mit den Fingern. Das Gewinde muss sich leicht drehen lassen, weil wenn das nicht der Fall ist, ist euer Gewinde kaputt. Und wenn ihr das mit Gewalt dann festzieht, dann kann das Gewinde ja rausreißen, vernudeln oder sonst was. Und dann ist euer Zylinderkopf kaputt. Dann ist der defekt. Und so Zündkerzengewinde reparieren ist nicht so sonderlich lustig. Wenn ihr dann handfest seid, dann nur mit ganz leicht anziehen. Das muss nur so eben dicht sein, weil allzu viel hält euer Zündkerzengewinde auch nicht aus. Ja, die Gefahr ist, dass das abreißt oder rausreißt oder halt die Zündkerze beschädigt wird. Kerzenstecker wieder drauf und das ist dann auch wieder gegessen. Ich hatte schon mal das Problem, ich hatte mal Fehlzündungen und ich habe mir einen Wolf gesucht, woran das lag. Der Kerzenstecker hat sich losgerappelt. So ist wieder ein bisschen, das hat mal unterwegs ein bisschen geknallt. Das Schloss wieder zurückbiegen. Ja, wenn ich hier eine Rückzündung bekomme, dann knallt das gerne mal hier aus dem Luftfilterkasten raus und dann löst sich mal der Deckel so ein bisschen. Dann verbiegt sich immer das Schloss hier. Kann man ja auch nicht packen, wenn die Zange nicht klein genug gestellt ist. Ja, mach ich gleich mit dem Hammer. Okay. Und wie sieht das aus? Ja, ich könnte mal langsam einen neuen kaufen, glaube ich. Ja, das wäre es erstmal hier. Wetter ist ja stabil geblieben. Ich gucke jetzt erstmal, was mein Drucker macht. Mit dem, ja, der Rasenmäher ist kaputt gegangen. Gerade eben.
Ja, hatte ich mal eben noch ein neues Teil konstruiert und druck das gerade. Hoffe ich mal, ob das passt. Und wenn nicht, dann Plan B, neuen Rasenmäher. Wenn ihr so ein kleines Stück Papier in die Nuss reinlegt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, und ihr dann die Nuss auf die Schraube steckt, dann verliert ihr die Schraube nicht, dann bleibt die schön in der Nuss drin stecken. Der Abrieb bei den beiden Magnetdeckeln und bei dem hier diesem Grobsieb, da hält sich das auch noch in Grenzen, also da war beim Einfahrprozess deutlich mehr zu erkennen. Und natürlich bekommt das Motorrad auch einen neuen Ölfilter, also ich lasse nicht einfach das Öl raus und tue da Neues rein. Die Ölfilter habe ich mal, ich glaube, in einem 10er-Pack gekauft bei eBay und da haben die Dinger dann nur noch 1,50 € pro Stück gekostet. Und die beiden O-Ringe für vor und hinter dem Filter, bei den Filtern, die ich hier gekauft habe, das sind Original Enfield-Filter, sind sie dabei. Und am Ende halt nochmal ein Schluck Öl wieder oben drauf. 2,7 Liter. Bin eben eine Runde gefahren, also Ölstand war perfekt beim oberen Strich.